Ja, hallo Florenz. Heute sitze ich mal auf der anderen Seite und du? Hallo Michael, ja, Ja, ich, ist mal was anderes, ne? ja, im Moment befinde ich mich ja hier in Rayong, wo du ja wohnst. Ja, Und ich fühle mich relativ wohl hier. das finde ich auch ganz toll. Ja. Ja, Florenz, ich habe einige Fragen an dich und ich denke mal deine Zuschauer auch, weil du einer der größten Portale hast, um Leuten, die auswandern wollen, Tipps zu geben. Also jetzt nicht irgendwie Urlaubsleute, Urlaubstipps, sondern Tipps, die wirklich nützlich sind, wenn man auswandern möchte. Ja, das stimmt, Michael. Ja, und wir haben uns ja schon längere Zeit mal in den ganzen Jahren, wo wir uns kennen, unterhalten. Und da ist mir eins aufgefallen. Ich glaube, du warst 25 Jahre alt und hast die ersten Gedanken gehabt, auszuwandern, aber nicht nach Asien, sondern nach Südafrika. Aber da gab es Probleme. Erzähl mal. Ja, das stimmt. Mit 25 Jahren ist mir ganz schön das Wetter in Deutschland auf den Keks gegangen, muss ich sagen. Das war gerade zur Winterzeit und habe mir dann gedacht, Mann, ein halbes Jahr im Jahr äh, kannst du nichts machen, kannst draußen nicht aktiv sein. Und da hatte ich mich mit meinem damaligen Freund zusammengetan. Das ist ja immer einfacher, wenn man noch einen anderen hat, der auch die Gesinnung hat, also mal was anderes zu sehen, vielleicht auch auszuwandern. Da haben wir unseren Atlas aufgeschlagen und da war eine wunderbare Seite drin, Durchschnittstemperaturen auf dieser Welt. Ja, und wir wollten ja auch in der gleichen Zeitzone bleiben und da ist uns Südafrika damals, also das ist ja schon 25, das ist so über 30, 35 Jahre mindestens her, haben wir dann an die Botschaft von Südafrika geschrieben für eine Auswanderung. Aber da war noch die Apartheid und 8 Tage Urlaub war dann nur angesagt und mit der Apartheid, da konnten wir uns gar nicht mit anfreunden. Und da haben wir dann weitergesucht im Atlas. Ja, Florenz, ist eigentlich schade, dass das mit Südafrika nicht geklappt hat, weil ich kenne Südafrika auch, ich habe Familie da und ich kenne die Apartheid und nach der Apartheid. Ist schade, vielleicht hätten wir uns damals schon dort treffen können, aber es ist ja anders gekommen. Erzähl mal weiter, was kam denn danach? Ja, dann sind wir weiter runtergerutscht, Durchschnittstemperaturen 15 Grad, Brisbane. Ja, wo ist denn Brisbane? Ja, dann haben wir gesehen Australien und das ist ja richtig in der Ecke weit weg. Und wir haben dann viel Informationen bekommen, auch von der Botschaft. Und wir wollten da unbedingt hin. Mein damaliger Freund hat dann auch den Auswanderungsantrag gestellt, genauso wie ich. Der hat die Zusage bekommen, er ist Elektriker damals gewesen und ich habe eine Absage bekommen. Wieso Absage? Also Australien ist ja eigentlich dafür bekannt, Fachkräfte wie dich einzuladen und dort zu wohnen. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Mittlerweile wussten das ja auch meine Eltern und die waren entsetzt, dass ihr einziger Sohn jetzt weg wollte und dennoch nach Australien. Ja, ich habe einen zweiten und einen dritten gestellt und beim dritten konnte ich dann auch jemanden anrufen und fragen, wieso habe ich eine Ablehnung bekommen. Ich glaube, heute ist das auch nach dem Punktesystem und ich hatte nur 2,5 Jahre Berufserfahrung gehabt als Maschinenbautechniker damals und daher kam die Absage. Maschinenbautechniker. Ich bin auch vom Hause aus Maschinenbauingenieur gewesen, habe es aber nie praktiziert. Aber um die Geschichte jetzt weiter zu machen, mein damaliger Freund ist dann nach Australien ausgewandert, hat da unten sich geschäftlich, sage ich mal, niedergelassen. Und es ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe zu meiner damaligen Frau gesagt, komm, wir gehen ihn zumindest besuchen. Und das haben wir dann auch gemacht, 2 Monate. Und da war eigentlich der Virus gelegt bei mir. Und wenn man einmal den Tellerrand überschritten hat, was anderes gesehen hat als Deutschland, was ja immer hochgelobt wird, wie wunderbar es da ist. Und dann sieht man auf einmal Australien. Das haben ja eigentlich viele, genau diesen Virus. Das ist jetzt nicht auf ein Land bezogen, sondern auf Auswandern, weil viele Menschen sind ja, ich würde nicht sagen unzufrieden mit Europa. Die Wettersituation ist, glaube ich, das größte Problem. Dass man in Europa halt mehrere Monate diesen Schmodder und dieses kalte, nasse Wetter hat, wo man krank wird.
Und in Australien oder in Südafrika oder auch später in anderen Regionen der Welt sieht es natürlich anders aus. Erzähl mal weiter. Ja, wie gesagt, da sind wir dann die 2 Monate auch da unten gewesen. Es waren wunderbare Momente, die wir da erleben konnten. Auch im Outback waren wir da gewesen. Dieses Gefühl, man kann noch mal ein Abenteuer erleben. In Europa, also in Deutschland, ist alles restriktiert, in Gesetzen festgelegt. Immer ist jemand da, der auf einen schaut. Nicht nur unbedingt die Polizei, sondern auch der Nachbar, wo man dann angeschissen wird. Nein, man fühlte sich einfach frei und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich weiß jetzt von einem Nachbarn, von einem guten Freund in der Schweiz. Der Sohn wollte auch nach Australien auswandern, ist dann mit seiner Cousine ausgewandert. Nach 6 Monaten war er aber wieder zu Hause, weil das war dann doch zu viel Freiheit für ihn. Schweizer, liebt die Berge und das alles. Der war wirklich fest davon überzeugt, Australien ist was für ihn. Aber er ist nach 6 Monaten wieder zurückgekommen und hat gesagt, nie wieder. Bei dir sah es aber dann anders aus, ne? Ja, ich hatte weiterhin noch Kontakt zu meinem damaligen Freund, bin dann beruflich weitergegangen, habe mich in ein Hobby praktisch verbissen. Viele kennen ja den Film Top Gun mit Maverick und Tom Cruise. Und dieses wahnsinnig tolle Flugzeug. Ja, und da habe ich dann meine volle Energie reingesetzt und habe damals, der Film ist ja 1986 rausgekommen, und habe dann nach ein paar Jahren vor der 90er-Wende habe ich dann den ersten deutschen Schwenkflügler als Modellflugzeug in die Luft gebracht. Da war ich auch in der Presse gewesen. Das Ding war 2,30 Meter lang. Ich kann hier mal ein Bild einblenden von dem. Komplett alles selber entwickelt. Da gab es noch keine Bausätze. Ich habe das wirklich aus Gips und modelliert alles, habe davon also auch Abdrücke gemacht und habe dann also mit dem Positivabdruck dann dieses Flugzeug gebaut, was dann auch endgültig geflogen ist. Und das war eine Schlüsselposition in meinem Leben für die Zukunft. Du bist Techniker und hast dich verbissen in die damalige Tomcat, war ein geniales Flugzeug und auch der Film. Ich kann mich gut daran erinnern an diese Zeit und ich bin ja bei der Luftwaffe gewesen in Deutschland und habe den ersten deutschen Schwenkflügler, die Tornado, kennengelernt. Ja, der Bau der Tomcat war eine Schlüsselposition, da kommen wir nochmal drauf zurück. Mittlerweile bin ich ja älter geworden, bis 44, und die australische Botschaft sagt, 44 ist das Letzte. Oder man ist Dollarmillionär, wenn man einwandern möchte. Habe daraufhin mit meinem damaligen Kumpel noch Kontakt gehabt und wir haben ein Arbeitsvisum beantragt für mich. Und das habe ich auch bekommen für 2 Jahre. Also sagen wir mal so, 25 nach Südafrika und dann hat das 20 Jahre gedauert, 20 Jahre Verbissenheit, um auszuwandern. Also viele Informationen, viel Wissen auf deiner Seite. Sagt mir, warum du auch so eine große Community hast für die Auswanderwilligen und die dir genau zuhören. Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt, wo du genau das Richtige erzählen kannst, was den anderen helfen kann. Erzähl weiter. Ja, Australien habe ich erlebt und jeder fragt sich, wieso sitze ich jetzt in Thailand? Das Problem war einfach gewesen, mein damaliger Freund hat mich nicht eingewiesen, wie hoch sind eigentlich die Kosten in Australien, die Lebensumstände und das Ganze. Und daran ist das im Endeffekt nach 2,5 Jahren auch gescheitert, dass ich also, obwohl ich also relativ genügend Geld hatte, weil ich ein Haus verkauft hatte in Deutschland und auch in Australien. Ich kann mich daran erinnern, Florenz, du hast mir was gesagt, du hast da sogar einen Teil einer Firma gekauft, um nachher auch wirklich dort wirklich produzieren zu können. Und da ist ein entscheidender oder etwas Entscheidendes passiert, was vielen Auswanderern manchmal passiert, was einen zurückwirft. Aber du hast aus dieser Not heraus noch mehr Biss bekommen. Ja, mit dem Arbeitsvisum war es dann verbunden, 2 Jahre ein Visum zu bekommen. Ich habe dann die Firma zur Hälfte gekauft von meinem damaligen Freund. Die Firma wurde größer und größer und ich hatte dann mittlerweile ein Permanent Visa gehabt in Australien, das heißt also unbegrenzt.
Aber da lief einiges schief, unter anderem die Kosten, die sind aus dem Ruder gelaufen, die Erhaltungskosten, weil ich damals, wie ich da hingegangen bin, keine Ahnung davon hatte. Und ich glaube, genau das ist der Punkt für die Zuhörer, Zuschauer in deinem Kanal. Viele vergessen diese laufenden Kosten. Das heißt Lebenserhaltungskosten. Wie teuer ist ein Auto? Wie teuer Versicherung? Ja, und das ist im in den ersten Jahren gar nicht aufgefallen, weil ich über 200.000 Dollar auf dem Konto hatte. Ja, und da wird immer abgehoben. Und dann denkt man, hallo, es kommt ja gar nicht mehr das Geld rein. Und das war eben halt, was die Firma nicht brachte. Und da stand ich für der Entscheidung, was machst du jetzt? Ich habe versucht, ich habe mich auszahlen lassen aus der Firma, weil die Firma das nicht mehr brachte oder wir es nicht mehr brachten. Und habe dann versucht, in Australien einen Job zu finden. Das hat nicht geklappt, weil ich ein Auswanderer war. Die sind auch ganz knallhart. Die sagen, was, du bist aus Deutschland, du bist gerade 2,5 Jahre hier. Ne, brauchen wir nicht, da gibt es Fachkräfte. Ja, und da ist dir genau das passiert, was vielen auch passiert, die auswandern, diese Hintergrundinformation. Und dann kommst du jetzt ins Spiel, nach so vielen Jahren gibst du ja deinen Leuten so fantastische Informationen und du versuchst alles so, auch wenn es manche Leute nicht hören wollen, weil sie haben ja den Gedanken, auswandern, ein tolles Land, ich lebe da. Aber du gibst genau deinen Leuten, die dir zuhören, darum hast du ja so ein großes Portal, diese Eckpunkte. Wenn es nicht funktioniert, zurückziehen oder weitermachen. Ich glaube, bei dir war es etwas anders. Ja, ich hatte damals Gott sei Dank noch genügend Geld gehabt, um wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Obwohl mich damals 2000 die Börsenkrise ganz schön gebeutelt hat, finanziell. Aber wir sind wieder in Deutschland gelandet und ich musste wieder einen neuen Job suchen. Und genau da erinnere ich mich an ein Gespräch, als wir uns damals kennengelernt haben, dass dein Hobby, was du da so exzessive mit so einer Tomcat gemacht hast, dir zu einem fantastischen Job geholfen hat. Kann das sein? Ja, ganz genau. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hatte mich bei der Firma Extron beworben als Entwicklungstechniker in der Konstruktionsabteilung. Und der Konstruktionsleiter war auch ein Modellbauer, der nicht weit weg gewohnt hat. Und der hat also mitbekommen, wie ich damals, viele Jahre zuvor, diese Tomcat entwickelt habe und zum Flug gebracht habe. Kann das sein, dass die Zeitungen zu viel über dich berichtet haben und der das gelesen hat? Ja, wie ich da eben schon sagte, ich bin ja auch in der Zeitung gewesen und der hat das also registriert beim Vorstellungsgespräch und dass ich in Australien gewesen bin, dass ich also Auslandserfahrung hatte und dass ich da in Australien Mitinhaber von einer Firma war. Und da hat er gesagt, ja, du bist der richtige Mann für uns. Ja, und dann bist du wieder in Deutschland gelandet. Eigentlich da, wo du gar nicht hin wolltest. Du wolltest ja auswandern, ne? Aber ich glaube, dieser Job bei dieser Firma hat dir die neue Grundlage gegeben, was viele Auswanderer leider nicht haben. Aber du hattest jetzt, sage ich mal, die nächste Chance bekommen, um wieder arbeiten zu können, um noch mehr Informationen, noch mehr Wissen zu erfahren, weil du wolltest ja immer noch auswandern, ne? Ja, über diese Firma Extron, das war, wir waren eine große Familie, waren wir da und das war ein Start-up-Unternehmen und das ging raketenhaft ab und ich durfte Amerika, Asien, Korea, Taiwan besuchen beruflich und da immer mehr über den Tellerrand habe ich da geschaut und wusste, es gibt noch was anderes als Deutschland. Ja, und das ist genau das, weil durch diese Firma hast du ja noch viele Länder und auch die Problematiken kennengelernt und vor allen Dingen, was solche Sachen kosten in verschiedenen Ländern. Und dann kam der Punkt, da war was mit der Firma, ich glaube, da hast du deinen Jackpot gezogen. Ja, aber vorher muss ich ja noch die Schleife legen, wie komme ich denn nach Thailand? Ich habe mich 2005 scheiden lassen von meiner ersten Frau und habe dann 2009 wieder geheiratet und wir haben eine Hochzeitsreise nach Koh Samui gemacht. Die Hochzeitsinsel Koh Samui. Ja, und das waren 3 wunderbare Wochen gewesen mit meiner damaligen Frau. Und wie gesagt, Samui, Thailand ist mir nicht aus dem Kopf gegangen.
Ja, und dann haben wir 2011 noch eine Reise in den Norden, Chiang Mai, gemacht mit dem Bus. Eine Woche kreuz und quer oben durch. Aber Samui ist noch immer hängen geblieben. Und ja, 2013 war es dann so, dass die Firma so aufgeblasen war, dass wir uns verkleinern mussten, weil der 5-Jahres-Vertrag mit China ausgelaufen war. Wir mussten also von 800 auf 400 wieder reduzieren. Und da hat man mir das Angebot gemacht, eine großzügige Abfindung zu bekommen. Ja, und dann ist der Florenz erstmal ins stille Kämmerlein gegangen. Erstens, weil es sehr traurig war, die Firma eventuell zu verlassen. Dann habe ich mir das mal alles ausgerechnet, die Einkünfte, die da reingekommen sind, mit einer Excel-Liste. Viele kennen mich ja mit meiner Excel-Liste. Florenz und seine Excel-Liste, nicht nur fürs Leben, auch für die Partnerin. Aber jedem sein Pläsierchen, sage ich immer. Ne? Und dann habe ich mir dann mal ausgerechnet, ob ich mit der Abfindung denn so weit hinkomme, dass ich mit 63 meine Vorruhestandsrente beantragen kann. Und das hat geklappt. Und wie der Florenz aus dem Kämmerchen gekommen ist, hat er gesagt, tschüss. Wie alt warst du, als du aus dem Kämmerchen kamst? 59. 59, ich zähle jetzt mal. 25 war der erste Gig. 35, 45, 55. Das heißt, über 30 Jahre hast du gebraucht, um dann deinen Lebenspunkt zu finden, wo du jetzt lebst. Das sind 30 Jahre Arbeit, 30 Jahre Erfahrung und 30 Jahre Erfahrung, die du an deine, ich sag mal, große Community weitergeben kannst. Und ich denke mir, das ist auch der Erfolg deiner großen Gruppe, weil du bist sehr ehrlich. Ich dachte mal, wegen der Excel-Liste kann er ja nicht anders sein als ehrlich. Und er versucht auch alles korrekt zu ergründen und zu erfahren und an seine Leute weiterzugeben. Ich habe davon auch profitiert. Ich bin aber auch ein Auswanderer gewesen, der hat immer diese rosarote Brille angehabt. Er nie. Das ist der Unterschied gewesen bei uns. Was sehr wichtig ist, dass man weiß, dass die finanziellen Mittel da sind. Daher habe ich auch frühzeitig, hier kann ich das mal verlinken, die Excel-Liste gemacht, was kostet das Leben in Thailand. Ich hatte damals mal einen Film gesehen, mit 800 € kann man hier in Thailand leben. Bullshit ist es. Mittlerweile ist es ja, man muss ja mindestens 1200 € nachweisen, dass man das schon mal als Rente hat. Und dann muss man das andere auf dem Sparbuch haben. Und dann muss man noch das auf dem Sparbuch haben, um die 800.000 zu erreichen. Aber das ist ein anderes Thema. Also für mich ist es wichtig, dass die finanziellen Mittel da sind, dass ich weiß, was es hier kostet. Und daher kommt das ja auch, dieses Arrangement von mir, euch zu zeigen, wie man hier lebt, wie man in der Laundry die Wäsche waschen kann, wo man was einkaufen kann, wie hoch die Preise für eine Waschmaschine, fürs Auto sind, weil man in Deutschland ja keinen Einblick darüber hat. Ich sag mal, jetzt komme ich ins Spiel. Da haben wir uns nämlich kennengelernt, 2013. Und wir sind zusammen ausgewandert aus Deutschland 14. Und wir haben zum Beispiel, ohne dass wir es wussten, den gleichen Flieger gebucht. Und ich muss sagen, ich habe von seinen Tipps profitiert. Ich bin vielleicht der typische Auswanderer gewesen, der mit der rosaroten Brille gegangen ist. Und ich habe mir die Tipps von Florenz immer zu Herzen genommen, obwohl ich sie nicht immer umgesetzt habe und habe dafür auch öfters eine schwere Niederlage erlebt. Aber aufgrund dieser Informationen habe ich mich dann auch verbissen und habe weitergemacht. Und ich bin immer noch da. Und ich denke mir, der Florenz gibt Informationen ab, die sehr wichtig sind. Aber es ist immer wichtig, dass man zu sich selber steht. Und das tut der Florenz. Auch mit seinen ganzen Projekten, die er macht, wie jetzt zum Beispiel, wie man auswandert und wie man etwas findet, eine Laundry, ein 7-Eleven, ein ATM. Oder wie man sich mit den Leuten in Thailand in Verbindung setzt, weil man die Sprache ja nicht spricht. Ja, und auch was wichtig ist, wie sieht es mit einer Partnerschaft aus hier? Dafür habe ich auch so viele Datingsfilme gemacht. Ich war ja ein halbes Jahr Single gewesen. Da hatten meine Freunde schon gedacht, ich wäre schwul, weil ich auch nichts mit einer Thailänderin anfangen konnte. Und habe daraufhin meine damalige Frau kennengelernt, meine neue Frau kennengelernt, die Anna.
die aus Moskau kam. Und da hatte ich 5 wunderbare Jahre auch mit verbracht, habe sehr viel auch über sie gelernt, weil sie eine Berufsfotografin war. Sie hatte den richtigen Blick dazu, auch mit dem Filmen. Und da habe ich also sehr, sehr viel gelernt von ihr, jetzt auch meine Filmprojekte umzusetzen. Und das ist ja auch nach der Trennung eine lebenslange Freundschaft entstanden. Und sie arbeitet ja auch immer noch für dich. Sie macht ja diese wunderschönen Startfotos, wo du deine Filme mit präsentierst. Und ich war zufälligerweise damals dabei bei der Hochzeit. Ich will nicht sagen, ja, ich habe gekocht für seine Hochzeit. Und das war eine geniale, tolle Hochzeit, muss ich sagen. War schön. Ich bin mittlerweile 3-mal verheiratet gewesen. Meine erste Frau ist leider verstorben an Krebs. Meine letzte Frau, die Anna, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt und sie wollte nicht mehr in Asien bleiben. Und ich habe immer die Auffassung gehabt, man kann keinen anderen Menschen in Handschellen an einem festhalten. Jeder entwickelt sich weiter und auch in andere Richtung, auch lokalmäßig. Und sie wollte unbedingt in die Türkei. Und da habe ich sie auch nicht irgendwie festgehalten. Ich wollte einfach auf Samui bleiben. Und wir sind heute noch gute Freunde. Wie der Michael gerade schon sagte, sie macht die Templates von mir in YouTube. Wir arbeiten fast jeden Tag zusammen. Und es macht immer wieder eine Freude, wenn ich sehe, welche Bilder sie da macht aus meinen Filmen. Ja, und dann kam halt, ich sag mal, in unserer beider Geschichte, ich interviewe dich ja gerade, jetzt kommt eine persönliche Frage von mich an dich. Und zwar, wie hast du das für dich? Wir haben uns ja super verstanden, wir sind ja Brüder geworden. Wie hast du das für dich privat, persönlich empfunden, als ich von der Insel verschwunden bin? Ja, das war damals sehr schwer gewesen, weil du ja ein sehr enger Freund, wie du schon sagst, ein Bruder gewesen bist. Ich war so, ich fühlte mich allein. Viele andere hatten ja auch die Inseln, wie der Helmut, der hatte damals die Insel verlassen, auch aus gewissen Gründen. Und ich war dann alleine auf der Insel und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn die Anna nicht damals noch da gewesen wäre und hat mich ja mehr oder weniger so ein bisschen aufgefangen. Aber ich fühlte mich in dem Moment schon alleine. Aber wie ich schon sagte, man muss ein festes soziales Umfeld aufbauen. Wenn nämlich einer wegfällt, dann muss man einen Halt haben. Und ich habe mal in einem Film gesagt, das Leben ist wie ein Zug. Man hält an, es steigen welche aus, es kommen neue rein und man fährt weiter. Aber das Leben, der Zug, der fährt weiter. Und wir haben ja wieder den Weg zueinander gefunden, auch nach so vielen Jahren. Und das ist die Freundschaft. Man muss nicht jeden Tag miteinander telefonieren. Die richtige Freundschaft ist auch, wenn man nach einem Jahr mal anklingelt, hallo, wie geht's dir? Und keine Vorwürfe bekommt, sondern glücklich ist, dass der andere sich meldet. Das hatten wir ja in den ganzen Jahren jetzt, wo ich schon weg war. Und wir hatten immer wieder Kontakt. Aber wie du schon gesagt hast, man kriegt keine Vorwürfe, wenn man sich mal meldet. Und das sind Freundschaften. Das sind aber auch Persönlichkeiten, die man vielleicht nur 1-2 Mal im Leben trifft, wie dich jetzt zum Beispiel. Ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht 6 Freunde und da bist du einer davon. Die anderen sind Bekannte oder Personen, die mein Leben begleitet haben, genau wie bei dir. Dein damaliger Freund, mit dem du da die Auswanderungspläne hattest. Aber je älter man wird, je schwieriger wird es, neue Beziehungen in Freundschaften umzuwandeln. Aber ich freue mich, Florenz, dass du mich hier besucht hast, letztes Jahr und jetzt zum 2. Mal kommst. Und ich weiß ja auch, dass du nochmal kommst. Und ich denke mir, wir werden noch viele tolle Projekte miteinander machen können. Ich habe mich diesmal ein wenig herausgehalten, weil sein Projekt ja nicht auf mich gemünzt ist, sondern auf die Auswanderer. Und da sind wir halt bei dem Punkt, dass er für die Auswanderer ein ehrliches Wort hat und sich man bei ihm melden kann und er auch ehrlich antwortet. Das ist, denke ich mal, dein positiver Effekt von dem Ganzen. Ich glaube, gerade jetzt in der schwierigen Zeit in Europa, wo das mit dem Krieg ist, kommen viele auf die Idee, sie möchten Europa verlassen, aber wie mache ich das denn? Ich bin doch alleine und sowas.
Ihr könnt euch gerne an mich wenden. Am einfachsten ist es natürlich auch für mich, wenn ihr euch meine Filme anschaut. Es muss nicht Thailand sein. Ich habe gleich bei dem ersten oder zweiten Film eine Checkliste reingebracht, auf was man achten muss. Oh, der will jetzt auch. Die Checkliste wird gerade durchgeführt. Da ist der Jam. Schaut euch das mal an und dann kann eigentlich jeder, wenn er sich daran hält, auswandern. Und glaubt mir, es gibt noch was anderes als Deutschland. Ja, Florenz, es war für mich auch heute mal ein Vergnügen, auf der anderen Seite zu sitzen und zu wissen, wie schwierig es ist, jemanden zu interviewen. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuschauern, ich darf mich empfehlen, der Mike und der Florenz, wir haben es genossen, heute euch ein bisschen aus der Tüte zu plaudern. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Und habt den Mut. Es geht. Du kannst das auch.